Wat es sind, wat sagt die Bibel es sind, habe ich die rechte Gedanken von sind. Letzte Mal auf der evangelische Botschaft fangen wir an mit dem Thema von Sinn von Psalm 32 und das werden wir wieder nehmen von dir. Dankeschön für mit uns sein. Mein Name ist Sunde. Von dir kam nur Christus dem Herrn. Heu kommt für jeden, heirat diese hier. Friwurst worden von Sünden vom Welt. Du bist beschützt an dein Trübsal Welt. Gott rübt von dir. Summerling Früh, blieb doch nicht allein, als in jener Wind. Säulich es jeder bei Jesus und Welt. Jedoch Gott rührt die drei Herz den Wind. Gott rührt von dir, will sei Christus ne raden dig soll. Du hast dich nur für die öffentlich fri. Morgen kommt sen, es dort heil und für dich. Gott rübt von dir, höje selber din Früh. Blieb doch nicht allein, da sind von der dringend, komm doch nur mit, dann bist wie Jesus das friedliche Rühm. Du warst aus Gott in Tjen, sie nur versehen, warst die erneuliche Freien am Haar. Gott rührt von dir, heuer Gott raubt von dir. Hörst du seine Stimme? Das ist die Frau von uns von dir. Dankeschön für mit uns sein für diese Zeit ab der evangelische Botschaft. Mein Name ist Sunde und ich bin dankbar, dass ihr diese Zeit haben mit uns genommen zum hier sein. Das Programm ist unterstützt von der Sommerfeldsche Mennonitengemeinde von Manitoba, der Zion Mennonitengemeinde von Schonzenfeld, Manitoba und der Barchtolsche Gemeinde von Warman, Saskatchewan. Und von Jünt, unser Taucharche mit jene Goven und Geschenke. Moch Gott Jünt wirklich segnen. Und wir sind wie abgegangen, wir ganz fast der König raus. In der Tochter wir bloß kein Rot für mich. Dann direkt in Heiland raupen, leidet Jünt, komm hier nur mit. Das Blut von Jesus Christus war der Krieg. Du und Krieg starb bei für mich. Jesus starb für mich. Dein Besinn, den wird mich frei. Jesus wird mich frei. Hei wir uns so sei Gott, hei für Gott war uns sein Blut. Das Blut von Jesus Christus war wie frei.
Christus sie ich fri. Du omkring, starb bei für Jesus starb für mich. Dein Besinn mögt mich fri. Jesus mögt mich fri. Hei wir uns das Eier Geld, hei für Geld für uns ihn Blut. Echt dort Blut von Jesus Christus vor wie fri. Min Fred kom upp nu Jesus, hei nämnt dines in den Wald. Du krits betalt hei alle skuld för dig. Gev din hårt vid oss nu Jesus, hei vid leben hjälpt hei dig. Denk dort blod från Jesus Kristus bäst du fri. Du omkring, stark hei för Jesus stark för mig. Kein der Sinn, den wirkt mich fri. Jesus wirkt mich fri. Hei wir uns das Eier Gott, hei vergalt für uns ihn Blut. Decht dort Blut von Jesus Christus vor wie fri. Wir werden von der wiedergehen in das Thema von Sinn. Ich sei dankbar, dass du, der Tauharcher, mit uns von der bist. Wir weten, dass Gott es läuft. Und er hat mich in die Leib, in seine Leib ist rein. Und wenn seine Leib rein ist, dann hat er auch in Hut versinnt. Wir weten, wie hier den letzten Werk von Psalm 32, von dem Psalmist David, wo er von Sinn reden wird, was nicht bekannt wird, wo das ein Druck wird, on arm, wo er dann meist umkam unter der Sinn. Aber, wenn er war Bekanntheit, wenn er das wahre klar hat mit Gott, dass er frei wird von der Sünde, dann schenkt Gott ihm das wahre, dass er kann gesegnet sein und dass er wieder in sein geistliches Leben, in seine Gemeinschaft mit Gott, kann glücklich sein. Wir werden diese Botschaft durchgehen, in Bett verschieden von der anderen Botschaft. Wir werden uns was Frauen wegen Sünde und wir werden die Proben biblisch zu beantworten. Die Frauen, die wir lange nicht alle in dieses Programm vorkriegen, aber dann habe ich vielleicht was der nächste Weg zum Verlieren und war das Tauharchen, was Gott wieder zu sein hat. So die neuen Frauen, was wir werden ein bisschen bekicken von sind es dit. Nummer 1, was ist sind. Nummer 2, wo fängt sind an. Nummer 3, sind da einzige Sünden, was euer sind als andere Sünden. Nummer 4, wo lädt sind uns han. Nummer 5. Sei wir alle schuldig von Sünd. Nummer 6. Bist du rein gemerkt und vergift von deiner Sünd. Nummer 7. Bist du frei von der Sünd. Nummer 8. Als ein Christ, was soll unsere Gemeinschaft mit Sünd sein? Und Nummer 9 ist ein bisschen interessante Frage, das hat zu tun mit, wir wollten, da sind Dinge, was wir tun, was arg sind, die sind Sünd. Aber dort sind auch Dinge, was wir nicht tun, was wir sollen tun, die sind auch Sünd. So diese neuen Frauen, weil wir uns bekicken, aber bevor wir wieder gehen, können wir noch taub beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir danken dir und preisen dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns lieb hast, even wenn du weißt, krank wo wirken wir fallen tun, dass wir fehlerhafte Menschen sind. Die Bibel sagt, du hast uns lieb, wann wir noch einmal in der Sinn wären, wann wir noch einmal verloren wären, dann krank stirbst du für uns. Jesus, wir danken dir für diese Life. Jesus, wir beten, dass dein Heiliger Geist wird leiden und führen und dass du krank mit den Horten von der Tauharche wirst sein, dass die würden gesegnet sein durch diese Botschaft. Ich danke dir, dass dein Wort klar ist über das Thema und ich bete, dass du wirst uns segnen und leiden in dieser Zeit. Ich bete in deinem Namen, Jesus. Amen. Wir werden anfangen mit der ersten Frau. Und das ist, was es sind. Susanna Wesley, die sieht diese Bedienung, der junge Sohn John Wesley, sie sieht es dit. Was immer den Verstand oder den Denken schwach merkt, was immer den Gewissen hart merkt, was immer die Weichtragen det von Gott oder von jährlichen Dingen, zu die dort es sind. Was sagt die Bibel, es sind?
Das ist interessant, wenn einer das abkicken dat, und das ist nicht schwer mit einem Computer. Die Bibel redet von Sünd ungefähr 400 Mal. Wir werden anfangen mit ein paar Bedienungen in der ersten ist gefangen in 1. Johannes 3, Vers 4. Und dort sagt es dit: Wer sündigt, det arrecht. Wir sündigen es sich verschuldigen jen Gott seine Geboten. So wir können sein Sünd erst, dass wir Gott seine Geboten brechen tun. Wir tun uns verschuldigen in Gott sein Gesetz. Und wenn wir das verstehen, das ist nicht Menschengesetz, das ist Gott sein Gesetz. Und wenn wir uns würden fragen, was ist Gott sein Gesetz? Wenn wir in alle Testament würden kicken, dann würden wir sagen, Gott hat 10 Geboten für die Kinder Israel, und dort gibt uns noch einmal ein klares Bild von Gott sein Gesetz. Ein gutes Verständnis von, was geistlich gut ist und reicht, und auch moralisch gut und reicht ist. Dit wir für das Gesetz für die Kinder Israel im Alten Testament. Und wir können sein von den Tieren, das nicht einfach wir können sein, das soll wir nicht mehr tun. Wenn wir denken an uns Land in der Welt, wo würde das anders sein, wenn wir diese 10 Gesetze oder Geboten würden noch kommen? Würde interessant sein. Jeder einer würde Gott leben. Und er würde nicht andere Götter sein. Jeder einer würde einen Tag nehmen, um sich verheven. Und ich glaube, viel besser tun den anderen Viecher als der mit ihrer Arbeit. Die 10 Geboten sagen auch, dass wir sollen nicht aufjanstig sein von was uns Nächster haft. Und so dann würde viel weniger Schuld sein, wenn ich nicht aufjanstig kann sein von mir Nächster, dann muss ich auch zufrieden sein mit was ich habe. Da würde nicht Gefängnis sein, da würden keine Police Officer sein, keine Soldaten, da würde kein Krieg sein, da würde kein Stehlen sein, da würde keinem sein, was interessiert wird sein, ein anderer Mensch dort zu merken. Wenn du einer daran denken, dass kein Gefängnis, kein Soldaten, ich glaube, uns Land wird über die Schuld sein in ein paar Jahren. Da wird keine Ehescheidung sein. Wenn er wird nicht schaffen, dass ich eine andere Früh wird jankern als meine eine Früh. Ich wird zufrieden sein mit meiner eine Früh. Da wird kein anderer in das Leben sein. Jeder wird treu sein zu der Früh, was Gott amhaft gegeben. Wenn einer daran denkt, dann muss einer sein, wow. Dort wird eine andere Welt sein. Eine Welt, nichts ist unsere Welt nie ist. Wir sein, aber das ist nicht das Bild von unserer Welt von der. Unsere Welt ist voll Sünd. Und das tröge Ding ist, du sind viele Christen, was ihr Leben auch voll Sünd ist. Viele Tiden sind diese Dinge man Christen gesagt. Wir sind nicht mehr unter Gesetz, das ist für das Alte Testament. Wir sind frei, wir sind unter Gnade. Und dann würde ich 2 Frauen haben Krieg für so eine Menschen, was diese Dinge sein. Die erste ist das, wovon Gesetz interessiert die zum Brechen? Wirst du von mir stehlen? Wirst du mich dort merken? Wirst du ein anderes Leben haben? Wirst du einen anderen Gott anbeten? Und die zweite Frage ist das, verstehst du wirklich nicht, was Gnade ist? Gnade ist uns gegeben, dass wir Kraft haben, Gott sein Willen zu tun, zum wirklich frei sein, aber nicht frei sein zum Sündigen, nicht frei sein zu tun, was immer wir wollen. Die 10 Geboten sind noch immer Gott sein Gesetz von dir, und die sind noch immer für uns Leben von dir. Und wenn wir die 10 Geboten brechen, dann do wir uns jeden Gott versündigen. Wir wollen noch mehr Bedienungen biblisch kicken von Sünd. Wir wollen dort Versen aus Sprüche Kapitel 6 lesen. Das ist Sprüche Kapitel 6, Vers 16 bis 19. Und dort sagt dit: Du sind 6 Dinge, die dem Herrn jehen an sind. Nee, du sind 7. Stolte Uhren, eine Tung, die lees redt, häng die unschuldige Menschen doodmerken, en hart dat Beise wie plant, feit, die schwinden Beisen ranen, ein Zeh, die falsche Zeugnis jeft, en ein Mann, der Uneinigkeit zwischen Brüder Unrecht. Das ist interessant, das sind lang nicht so eine hohe Dinge oder so eine große Dinge, wo wir sein, aber das sind alle Dinge, was wir in Kampf mit haben. Wer kann sein, der hat einmal die Wahrheit geredet? Wer kann sein, der hat noch niemals, wenn ein Bruder geplüdert, negativ geredet von einem anderen Mensch zum dem du ran. Das andere würden weniger von den Mensch denken. Diese Liste ist sehr anders als die 10 Geboten. Und es ist auch seht, das sind vielleicht Dinge, was wir würden teilen als kleinere Dinge. Aber was sagt die erste Vers? Das sagt, dit sind Dinge,
wat dem Herrn jen aan sind. Dit sind Dinge, wat der Herrn Hut haft für. Und wenn du diese Dinge tust, dann kann Gott die nicht segnen. Und dann ist die Frau, wenn du in diese Dinge bist, wo kannst du Gott dein? Wo kannst du am anbeten? Wo kannst du andere Menschen von am vertrauen? Wo kannst du andere sein, dass du am Leib hast, wenn du in diesem Sinn leben lässt? Warum, wenn wir uns fragen, was es sind? Wie kann sein, das sind die Dinge, die Gott in Hut verhaft, die Dinge, die Gott jen an sind. Wir können viel mehr Beispiele geben von Dingen, die Gott jen an sind, von der Bibel, aber ich denke, diese Liste von Sprüche, die hilft uns was zum Überdenken. Warum zum ein bisschen wiederholen? Die erste Bedienung, was wir von Sinn haben, sind es Gott sein Gesetz brechen, sind es, was Gott in Hut verhaft, was am jen an ist. Was sagt die Bibel noch von Sinn? Wir haben von Galater Kapitel 5, Vers 19 bis 21 lesen. Galater Kapitel 5, von 19 sagt dit, wat dat Fleisch verweiken haft es klar, door es Eibruch, Hiererie, Anreinheit, anbahnjet Leben, Aufjetterie, Zauberie, Feindschaft, Streit, Habsucht, Wucht, no sich sehnen, Zank, Spullerie, Aufganst, Mart, Süpen en Vreten en so wat mehr. Ich hab jint dort einmal gesagt, aber ich sei jint dort noch einmal. Die so wat tun, wollen in Gott sein Reich nicht nähen kommen. Wenn wir diese Listen bekicken, wir würden alle sein, dit sind auch Dinge, wat sind sein. Das ist interessant auf dieser Liste. Einer sieht viel Dinge, wat in der Welt sieht, aber einer sieht auch Dinge, krieg so in der Kirche von dieser Liste. Und wie kann sein, das ist noch eine Bedienung von Sinn. Was es sind, wenn wir Vers 19 bekicken, was von der Anfang von dieser Liste, das sagt, was dort Fleisch verweiken haft. Was es sind, das ist die Weiken von das Fleisch, die Arbeit von das Fleisch. Wir werden das ein bisschen bekicken, was meint das, fleischliche Sonnen zu sein? Vielleicht ein oder der andere Tag haft das mal gehört in der Botschaft, die Prediger hat von geredet, Fleisch und Jäst. So was bedeutet das? Was meint das, wenn wir die Weiken von das Fleisch tun? Was meint das? Und das, was das bedeutet, das ist, wenn wir als Menschen, wir tun, was wir selbst wollen. Wir tun uns von Gott schäden, wir schaffen nicht mehr und wir leben nicht mehr durch sein Jest. Wenn das Jest und das Fleisch, das kann ich taub schaffen. Das meint, wir haben eine Entscheidung gemerkt, uns einer Weg zu gehen. Wir glauben, wir können das selbst tun. Wir sagen, Gott, mir fehlt das nicht an die. Ich will mir auch selbst weiten. Und diese Natur, die leitet uns in Sinn nähen. Wir glauben, ich kann das selbst. Und wenn wir denken, wir haben alles unter Kontrolle, dann schaffen wir in unsere eine Kraft, von uns eine Fleisch, nicht in der Geist von den Heiligen Geist. Und dann sind wir in Sinn. Und dann hat die Sinn doch Kraft in uns Leben. Ich glaube, wir denken an diese Liste von Galater Kapitel 5, was wir gerade haben gelesen, dann denken wir von uns selbst, dann würden wir vielleicht sagen, ich tue nicht diese Dinge, ich sehe eine bessere Person als dort. Ich kann mich disziplinieren, ich kann mich kontrollieren, ich würde niemals so eine Dinge tun. Und dort, es kriegt, was uns in Trouble bringt. Wenn dann probieren Dinge an unsere eine Kraft zu tun, fleischlich, entsteht die Kraft von Gott brauchen zum Gesinn überkommen. Die Bibel sagt, pass ab, wenn ihr stehen, dann kann ihr auch gut fallen. Sprüche Kapitel 16, Vers 18, das sagt, wer stalt erst, jet in der Grund, und hochnäsig seinen, kämpft für dem Fallen. Wenn einer viel von sich selbst glauben hat und glaubt, ich kann das selbst tun. Der Sinn von der Fleisch, der hat zu tun mit mir. Was mir gut feilen hat, was ich gleich zu tun, das rannt alle rum mir. Lieber Tag, Herr, wenn ich die würde fragen, was für eine Person bist du? Bist du ein fleischlicher Mensch oder eine geistliche Person? Für die Frage beantworten das, dann hast du noch eine Frage. Was ist die wichtig in deinem Leben? Ist es die, was du wirst tun, was du gleichen das? Oder ist das Gott sein will und Gott von deinem Leben will? Oder dass du ein Segen kannst zu anderen Menschen sein? Wenn wir für uns selbst leben tun, wenn wir in das Fleisch sind, dann leben wir in Sinn. Wenn wir uns selbst bekicken.
Wir haben gesagt, dass Sünd, als von wie das Gesetz breken dann. Sünd sind die Dinge, was Gott in Hut verhaft. Und Sünd ist auch die Arbeit oder die Werken von das Fleisch. Lieber Tauhörcher, wenn du dein Leben bekicken hast, hast du deine Sünd mal zu Gott bekannt. Wenn er am Kreuz starb, sein Blut tut die Preis für deine Sünd. Dass du es frei sein von der Sünd, dass du sein Kind kannst sein. Und wenn du deine Sünd hast bekannt, du bist ein wahrer geborene Kind Gottes, aber du hast noch einmal einen Kampf in ein von diesen Dingen, was wir von dir von geredet haben. Dort Buße. Dort deine Sünd wahrnehmen. Wenn wir wollten, Krieg von letzter Weg, von dem Psalmist David, wo er so einen Kampf hat mit der Sünd, und wenn er dort nicht bekannt hat, der Druck von der Sünd, und auch wo er meist ankommt, aber wo gesegnet er wir, wann er dort bekannt hat. Das ist so traurig, dass da viele Christen von der sind. Die sind bereit zum Abgeben. Die glauben, das Christenleben ist bloß dort nicht wird. Und viel von dem Kampf kommt von, die sind es noch einmal in ein Leben. Gott hat uns verjeft von unserer Sünd. Gott hat unsere Sünden verjeft. Er gibt uns die Kraft zum Frei-Sein von Sünd. Dein Leben als ein Christ kann kraftvoll sein, positiv und gesegnet, wann du den Innenweg verloren lässt und Gott sein heiliger Weg wählen lässt. Mag Gott ihn wirklich segnen. In der Bibel, in Micah 7, Vers 19, sagt dort, hij wordt nog wat uitgetan zijn. Hij wordt dort, wat wir schuldig sind, mit der Feit verklingen, und all unsere Sünden en hat dit meer schmieden. De zoet und de kämmt en hält mich dort für, hij sagt, wat hast du gedaan? Dan dreht mich, oh Jesus, mein Freund, hij sagt, hij sind es betont. Wat van de zin, aber Stiefel, am Krieg, merk ich die ganz frei. Der Lebenslang, da erst mich schneidet, nicht ein keine Sinn von dir. Mir denkt von der Tiet, ich wie so bedreckt, die sind, die wären so schwach. Dann dreht ich mich, oh Jesus, mein Freund, und leid meine Sünden ganz durch. Wat van de zin, aber Stiefel, am Krieg, merk ich die ganz frei. Der Lebensflau, da lässt mich schneiden, nicht ein keine Sinn von dir. Den gerechtstag, wann die Pferdin rechte vor stund, kam die Jesus von der, wils hij die noch rübt, hij wel die Sünden betont. Wat van de zin, aber Stiefel, am Krieg, merk ich die ganz frei. Der Lebensflau, da erst die Schneide, nicht ein keine Sinn von dir. Wat van de zin, aber Stiefel, am Krieg, merk ich die ganz frei. Der Lebensflau, da erst die Schneide, nicht ein keine Sinn von dir. Wat van de zin, aber Stiefel, am Krieg, merk ich die ganz frei. Der Lebensflau, da erst die Schneide. Dankeschön für das Leid von der Zacharias-Familie. Mein Name ist Wes Heppner, für die von Ihnen, die hier nicht letzte Weg zuhören deuten. Ihr habt das vielleicht gemisst. Letzte Weg deute ich ein klein bisschen, wenn mich feststellen, wenn ich aus der neuen Stimme von der Gospel Message. Bruder Ed Martins hat das Programm für viele Jahre getan und wir sind auch dankbar für seine Arbeit in das Radioprogramm. Aber wir wollen wieder schaffen, wir sind mutig, wir sind froh zum wieder schaffen, zum Gott sein Wort uitbreiden, als viel gelernt hat, und wir glauben, dass Jesus Christus bald trägt. Wir hören von jünt, was je haben zu sein, wenn der Gospel Message, als sie gesegnet sind von dem Radioprogramm, oder vielleicht hast du ein Thema,
oder ein Buch von der Bibel, was die wird interessieren, krieg even das Radioprogramm zu hören. Ich würde Ihnen gleich die Adresse noch einmal zu geben von der Gospel Message. Die Adresse ist die Gospel Message, Box 1760, Warman, Saskatchewan, SOK 4SO. Noch einmal, das ist Gospel Message oder die evangelische Botschaft. Box 1760, Warman, Saskatchewan, SOK 4SO. Von daher finde ich, was wir gleichen. Wir würden dort auch viel rechnen, wenn ihr uns eine E-Mail würden checken. Die E-Mail-Adresse ist guymmradio@sasktel.net. Ich werde dort noch einmal uitschreiben, das ist guymmradio@sasktil.net. Wir sind dankbar für alles, was wir kriegen, besonders in Brief und auch E-Mails und auch Ihnen Geschenke und Gaben, um das Radioprogramm unterstützen. Bitte bet für uns, dass wir in der rechten Weg, wo Gott sein Wort rüberbringen und dass Menschen wollen verstehen und dass Menschen wollen zum Glauben kommen und wollen gerat werden durch Gott seine große Gnade. Dankeschön für Harchen von dir. Jesus nimmt die Sünde auf, o sei doch begrüßt nur, weil du allem Raben kommst, wann auch noch so große Schuld, dort heil es nu für allem durch. Jesus nimmt die Sünde auf, euch doch her, dort wird es klar. Jesus nimmt die Sünde auf, kommt die Heiland, jeft die Ruhe, hei sich die aus trüber Hort. Wann de schleicht, da kommt Jud nu. Jesus schaucht ein rennet Hort, dort heil es nu für allem durch. Jesus nimmt die Sünde auf, euch doch her, dort wird es klar. Jesus nimmt die Sünde auf. Gelegentlich wann die Schuld nicht recht, dann die Wiese sei ja gröt, bis ihn jetzt dort hat belegt, will dort rein, ist sein Blut, dort heil es nu für allem durch. Jesus nimmt die Sünde auf, euch doch her, dort wird es klar. Jesus nimmt